Das ist das Reich eines Phantoms. Es schleicht durch schattige Wälder, entlang von Bächen. Im dichten Busch der Serengeti lebt eine Leopardin mit ihrem Nachwuchs. Sie ist fürsorgliche Mutter und geheimnisvolle Jägerin zugleich. Sie hat ihre Opfer stets im Blick und bleibt selbst fast immer unsichtbar. Für viele ist sie der plötzliche Tod. Für ihren Sohn dagegen eine geduldige Lehrerin. Nur wenige bekommen sie je zu Gesicht, die Königin der Schatten. Kurz vor Sonnenaufgang in der afrikanischen Savanne. Eine Leopardin und ihr Sohn genießen die Morgenfrische, jeder auf seine Art. Der Kleine ist gerade einmal 5 Monate alt und verspielt wie alle jungen Katzen. Die Leopardin ist nicht nur eine erfahrene Mutter, sondern eine ebenso geübte Jägerin. In der Nacht hat sie eine junge Elenantilope gerissen. Nun muss sie die Beute in Sicherheit bringen. Die dünnen Olivenstämme machen ihr das nicht gerade leicht. Alternativen gibt es nicht. Und Leoparden sind auf solche Hochsitze angewiesen. Gebiete ohne Bäume sind für sie wertlos. Die Gegend ist ein gutes Jagdrevier und so nimmt sie die anstrengende Kletterei auf sich. Sie hat allen Grund, vorsichtig zu sein. Überall lauern Konkurrenten. Ihr Sohn ist hungrig und sie weiß, dass seine Ungeduld manchmal zu Problemen führt. Vor allem deshalb macht sie sich die Mühe, die Antilope möglichst gut zu verankern. Doch auch diesmal ist es wieder das alte Spiel. Schuldbewusst klettert der kleine Leopard seinem Frühstück hinterher. Erstmal bedient sich aber seine Mutter. Strafe muss sein. Für einen Moment lässt ihre Aufmerksamkeit nach. Die Hyäne hat es vielleicht nicht nur auf die Beute abgesehen. Sie könnte genauso dem Kleinen gefährlich werden. Das ist gerade noch einmal gut gegangen. Die Leopardin kann die Beute retten. Auf dem Baum ist sie unerreichbar für die Hyäne. Ihr Sohn aber hat sich ängstlich irgendwo im Gebüsch verkrochen. Sie geht auf Nummer sicher und wuchtet das wertvolle Fleisch weiter nach oben. Auch der Kleine hatte Glück. Die Luft scheint rein.
Nach einer halben Stunde kehrt langsam wieder Ruhe ein. Es ist Juli. Die Bäche im Revier der Leopardin sind gut gefüllt, während es in den Grasländern ringsherum schon bald sehr trocken sein wird. In den artenreichen Baumgürteln am Ufer, Galeriewälder genannt, gibt es die ganz Großen, die es nicht nötig haben, sich zu verstecken, und die eher Kleinen, die meist im Verborgenen leben, wie Steinböckchen. Sie brauchen Knospen und frische Triebe, die es hier reichlich gibt. Galeriewälder bieten Leoparden nicht nur gute Verstecke für ihren Nachwuchs, sondern vor allem gute Jagdbedingungen. Doch sie sind auch sehr unübersichtlich. Im dichten Busch können böse Überraschungen lauern, wie etwa Löwen. Und die nutzen jede Gelegenheit, um Leoparden zu töten. Vor allem Jungtiere sind gefährdet. Aber solange seine Mutter bei ihm ist, fühlt der Kleine sich sicher. Im Spiel trainiert er seine Kräfte. Bis zu einem gewissen Grad macht das wohl auch ihr Spaß. Bei der Jagd kann sie den Nachwuchs verständlicherweise nicht gebrauchen, und so lässt sie ihn oft allein zurück. Leopardenreviere ziehen sich in der nördlichen Serengeti meist über viele Kilometer entlang von Flussufern. Auf der Suche nach Beute muss die Leopardin deshalb regelmäßig lange Strecken zurücklegen. Leoparden jagen in Gebieten, wo sie sich ungestört fühlen, bei Tag und Nacht, in einem ähnlichen Rhythmus wie Löwen. Für ihren immer hungrigen Sohn muss die Leopardin ständig ausreichend Nahrung herbeischaffen. So bleibt kaum Zeit für eine Siesta. Ihr Ziel an diesem Vormittag ist ein Gebiet, das sie seit ein paar Tagen nicht mehr besucht hat. Ihr sind Dik-Diks aufgefallen. Die scheuen Mini-Antilopen leben paarweise in festen Revieren. Ihre Sinne sind genauso gut wie die der Leopardin. Jeder Windhauch mit einem fremden Geruch, jedes unerwartete Geräusch lassen sie aufmerken. Die Leopardin kann es sich nicht leisten, eine Gelegenheit auszulassen. Und sei sie noch so klein. Im Dickicht gibt es viele Augen und Ohren, die jeden Räuber sofort melden, als wären sie alle Teil einer großen Alarmanlage. Auch diesmal kommen die Warnungen rechtzeitig. Die vielen Zuschauer machen ihr die Jagd im Hellen nicht gerade leicht. Trotzdem lohnt der Versuch, denn am Tag ist es viel einfacher, potenzielle Beute überhaupt zu entdecken. Geräusche über ihr lenken sie ab.
Nubia-Spechte haben ihre Niströhre in den Stamm gemeißelt und füttern fleißig ihre Küken. Die Vögel sind ihr egal. Der Baum bietet einfach einen guten Aussichtspunkt. Der Aufstieg lohnt sich. Im Bachbett entdeckt sie einen Riedbock. Die Leopardin kann sich Zeit lassen. Denn Riedböcke harren meist so lange in ihren Verstecken aus, bis die Bedrohung vorbei ist oder zu nahe kommt. Vorsichtig nähert sie sich und nimmt dabei nicht den direkten Weg. Minutenlang verliert sie so ihr Ziel aus den Augen. Doch wenn die erfahrene Jägerin in Reichweite kommt, kann sie davon ausgehen, dass die Antilope noch immer an derselben Stelle sein wird. Das Wasser versperrt ihr den Weg. Sie muss einen weiteren Umweg machen. Der nächste Fehlschlag. Aber aufgeben kommt nicht in Frage. Wo Busch und Savanne aneinander grenzen, fühlen sich Tiere, die sich sowohl von Gras als auch von Laub ernähren, besonders wohl. Wie etwa Impalas. Die Weibchen leben in Herden von bis zu 100 Tieren. Tagsüber sind die großen Gruppen für die Leopardin keine Option. Zu viele Augen und Ohren, die sie entdecken könnten. Sie hat etwas anderes im Visier. Thomson-Gazellen gehören zu den schnellsten Tieren der Savanne und können es fast mit Geparden aufnehmen. Sie bevorzugen offenes Gelände und sind jederzeit bereit, die Flucht zu ergreifen. Wenn die Bedingungen aber passen, nimmt die Leopardin die Herausforderung an. Zunächst braucht sie eine gute Startposition, die ihr möglichst lange Deckung bietet. Die Gazellen wahren meistens einen großzügigen Sicherheitsabstand zu dem gefährlichen Gestrüpp. Doch manchmal vergessen sie ihre Vorsicht. Jetzt kommt es auf das Timing an. Geduldig wartet die Jägerin auf die Momente, in denen alle Tiere der Gruppe abgelenkt sind. Meter für Meter schiebt sie sich voran. Gazellen haben eine sehr gute Rundumsicht und reagieren vor allem auf Bewegungen. Die Leopardin weiß das meisterhaft zu nutzen. Obwohl sie mehrere Tiere gleichzeitig im Auge behalten muss, kommt sie dichter und dichter. So vergeht eine halbe Stunde. Schließlich ist sie nah genug.
Und alle haben die Köpfe unten. Die wild schlagenden Beine könnten sie verletzen, aber sie weiß damit umzugehen. Für die Antilopen am Bach kommen solche Attacken wie aus heiterem Himmel. Das liegt an der Taktik der Leopardin. Nach einem Jagderfolg verlässt sie oft wochenlang eine Region, bis die Beutetiere den Schock vergessen haben. Die Nahrungssorgen der kleinen Familie sind für die nächsten Tage vorbei. Eine Woche später ist sie wieder mit ihrem Sohn unterwegs. Er kennt das Revier bald genauso gut wie seine Mutter. Doch wenn sie jagen geht, muss er weiterhin zurückbleiben. Für Leopardenweibchen ist die Sicherheit ihrer Jungen eine ständige Herausforderung. Und sie haben unterschiedliche Methoden, um das Problem zu lösen. Unsere Leopardin wurde schon als Baby an Warzenschweinhöhlen gewöhnt. Ihre Mutter versteckte sie oft in solchen Bauten. Und genauso hat sie ihrem Sohn beigebracht, dort Schutz zu suchen. In ihrem ausgedehnten Revier gibt es zum Glück eine ganze Reihe solcher Verstecke. Der Frankolin ist ein harmloser Nachbar. Man kann allerdings nie wissen, wer plötzlich im Busch auftaucht. Da ist so ein Zufluchtsort schon sehr beruhigend. Nun muss der Kleine nur seinen Bewegungsdrang beherrschen und stundenlang ruhig liegen bleiben. Im August sind die meisten Nebenbäche ausgetrocknet. Doch für die Jägerin lohnen sich hier die Streifzüge noch immer, zumal sie die Stellen kennt, wo es weiterhin Wasser gibt. Die offene Savanne dagegen ist heiß und trocken. Das Gras ist kurz geweidet und bietet wenig zu beißen für die Elefanten. Der Galeriewald lockt die Giganten mit Schatten, saftigem Laub und letzten Wasserstellen. In der Hitze wirken einige Dickhäuter gereizt. Selbst der Sekretär, ein harmloser Greifvogel, scheint sie zu stören. Der Tumult verunsichert den kleinen Leoparden. Gut, dass er sich in den sicheren Warzenschweinbau zurückziehen kann. Seine Mutter versucht, die Riesen wenige Meter hinter ihr einfach zu ignorieren. Trotz des Aufruhrs hat sie etwas entdeckt. 2 Steinböckchen grasen in Reichweite. In der Trockenzeit kommen die kleinen Antilopen oft in die Nähe der Büsche, da es dort saftigeres Grün gibt.
Die Geräusche der Elefanten lenken die Blicke der Böckchen auf die Leopardin. Sie weiß, dass weitere Bemühungen zwecklos sind. Also alles zurück auf Anfang. Und am besten woanders. Sie muss unbemerkt in einen anderen Teil ihres Reviers wechseln. Dorthin, wo potenzielle Beutetiere noch ahnungslos sind. So zieht sie Stunde um Stunde durch ihr Territorium. Durch den Wind ist es für sie nicht einfach, zwischen den flirrenden Blättern ein passendes Opfer zu entdecken. Den ganzen Vormittag über dasselbe Spiel. Ein kurzes Rascheln im Busch und sie ist im Jagdmodus. Konzentriert schiebt sie sich zentimeterweise näher, gespannt wie eine Sprungfeder, zum blitzschnellen Start bereit. Jede falsche Bewegung kann sie verraten, zumal sie das Ziel oft bis zuletzt nicht genau sehen kann. Zu spät. Es wird warm, Zeit für eine Weile Schatten zu suchen. Allzu lange kann sie sich nicht ausruhen, denn unten am Bach wartet ihr hungriger Sohn. Am frühen Nachmittag wird sie wieder aktiv. Meter für Meter sucht sie den dichten Busch ab. Oft wissen bis zuletzt weder Jäger noch Gejagter voneinander. Wie ein Phantom gleitet sie lautlos durch das Unterholz, stets bereit, in Sekundenbruchteilen zu reagieren. Diesmal hat es geklappt. Stundenlang musste sie für diesen kleinen Happen rackern, den sie auch noch mit ihrem Sohn teilen wird. Für die Leopardin ist solch bescheidene Beute die Regel. Größere Antilopen dagegen sind eher die Ausnahme. Sofort macht sie sich auf den Weg zum Versteck. Dort wird sie schon sehnlichst erwartet. Nach den langweiligen Stunden allein begrüßt der Kleine seine Mutter besonders innig. Dann muss er erst einmal die angestaute Energie loswerden und spielt Jagen. Junge Leoparden haben selten die Gelegenheit, ihre Mütter beim Beutemachen zu beobachten. Sie können sich also nur wenig abschauen.
Ihr Jagdverhalten beruht deshalb zum größten Teil auf angeborenen Instinkten. Intuitiv weiß der Kleine, wo er den entscheidenden Biss setzen muss. Ende September dörrt das Land immer stärker aus. Die ledrigen, harten Blätter der Ebenholzsträucher leuchten noch tiefgrün, aber Bäche und Tümpel sind endgültig trocken gefallen. Es gibt kaum mehr Gras. Die Leopardin muss in einen anderen Teil ihres Revieres umziehen und ihr Sohn mit ihr. Sie verlässt den schmalen grünen Korridor und zieht quer über die dürre Savanne zu einem anderen Bach. Zwischen den Tälern liegen offene Grasflächen. Es gibt kaum Deckung. Definitiv kein Leopardenland. Für den Kleinen bietet der Umzug eine willkommene Abwechslung. Seine Mutter ist nervös. Auf der freien Fläche sind sie weithin zu sehen. Das gefällt der Leopardin überhaupt nicht. Aber sie müssen weiter. Einige Kilometer entfernt erreichen sie ein kleines Nebental. Wenigstens ein Rinnsal. Und das lockt Beutetiere an. Ein Graufischer hält Ausschau nach kleinen Fischen, die sich im verbliebenen Wasser zusammendrängen. Die Leopardin war monatelang nicht mehr hier. Sie muss sich erst wieder zurechtfinden. Vor allem will sie sicherstellen, dass keine unliebsamen Überraschungen auf sie warten. Fremde Leoparden oder Löwen sind für die kleine Familie eine ständige Bedrohung. Sorgfältig sucht sie nach verräterischen Duftspuren. Das Junge ist erschöpft und ruht sich erstmal aus. Währenddessen sucht seine Mutter nach geeigneten Verstecken für ihn, in denen er während ihrer Jagdausflüge bleiben kann. Zum Glück finden sich ein paar passende Höhlen. Die Sicherheitsfrage ist geklärt. Sie kann sich beruhigt auf den Weg machen. Was hat ihr dieser Teil ihres Revieres kulinarisch zu bieten? Sie wird bald fündig. Im Oktober kommen die ersten Ferkel der Warzenschweine zur Welt. Kälte oder Hitze vertragen sie noch nicht gut. In der grellen Sonne suchen sie Schatten unter der Mutter. Die Weibchen bringen sie in den ersten Tagen nur für wenige Minuten aus den Höhlen ins Freie. Zebras als Nachbarn? Kein Zufall.
In ihrer Nähe fühlen sich die Warzenschweine sicher, da sie Gefahren aus größerer Entfernung wahrnehmen als sie selbst. Zu nah sollten sie sich dann aber doch nicht kommen. Unerschrocken stellt die Mutter das klar. Für die Leopardin sind die ersten kleinen Ferkel wichtig. Sie werden ihr und ihrem Sohn das Überleben sichern. Im offenen Grasland hat sie so gut wie keine Chance, nah genug an sie heranzukommen. Mit den Neugeborenen entfernen sich die Schweine selten weit von ihren Höhlen. Sie können also jederzeit Zuflucht finden. Zudem sind erwachsene Warzenschweine sehr unangenehme Gegner. Die Leopardin meidet sie lieber. Ihre spitzen Eckzähne verderben selbst manchen Löwen den Appetit. In der prallen Sonne wird es den Kleinen bald zu heiß. Sie können ihre Körpertemperatur noch nicht regulieren und müssen schleunigst zurück in den schattigen Bau. Die wachsame Mutter ist immer in ihrer Nähe. Keine Chance für die Leopardin. Dann kommt ihr allerdings der Zufall zur Hilfe. Die ersten Babys sorgen für große Unruhe unter den Schweinen. Wenn viele Warzenschweine eng beieinander leben, werden sie manchmal äußerst aggressiv gegenüber fremden Ferkeln. Immer wieder werden Junge dabei getötet. Das Kleine muss um sein Leben laufen. In letzter Sekunde rettet es sich in die Büsche. Die Leopardin muss nur schneller sein als die Warzenschweinmutter und das Ferkel zuerst finden. Und dabei sollte sie besser keinem wütenden Schwein in die Quere kommen. Von denen aber wimmelt es hier leider gerade nur so. Das letzte frische Gras hat sie an den Buschrand gelockt. Mit so einem Brocken sollte sie sich besser nicht anlegen. Ausgerechnet jetzt huscht das Ferkel vorbei. Sofort ist sie wieder im Jagdmodus. Die Leopardin muss sich beeilen. Doch die Familie ist schnell vereint. Das macht die Sache nicht einfacher für die Jägerin. So schnell will sie allerdings nicht aufgeben. Eine winzige Chance bleibt ihr. Die junge Warzenschweinmutter ist recht unerfahren und könnte einen Fehler machen. Am Nachmittag lassen die Schweine manchmal ihre Jungen allein im Bau zurück, um zu grasen.
Aber die Aufregung des Tages hat Mutter und Ferkel erschöpft. Und die beiden ziehen sich heute schon früh zum Schlafen zurück. Die Leopardin geht leer aus. Wie so oft, wenn Großkatzen jagen. Im Schnitt ist nur jeder 7. ihrer Versuche erfolgreich. Wenige Wochen später. Die kleine Regenzeit lässt Ende Oktober überall das Gras sprießen. Für die Pflanzenfresser endlich die Gelegenheit, ihre Reserven aufzufüllen. Alle Flüsse führen wieder reichlich Wasser. Nur die Warzenschweine scheinen nicht so recht glücklich. Nachts wird es im Hochland empfindlich kalt und so manche Mutter ist nun auf der Suche nach einer passenden Höhle für ihre Jungen. Ohne schützenden Bau können Ferkel in ihren ersten Lebenswochen bei nasser Witterung auf diesem Hochplateau, selbst in Afrika, erfrieren. Die Abhängigkeit der Jungen von warmen Höhlen eröffnet der Leopardin und ihrem Sohn neue Möglichkeiten. Sie kann es ruhig angehen lassen. Woche für Woche ziehen dichte Wolken über das Hochland. Fast jeden Tag gibt es kalte Schauer. Die Leopardin erduldet gelassen das schlechte Wetter. Die Warzenschweine verliert sie dabei jedoch nie aus dem Blick. Da es bei ihnen keine Hausbesitzer, sondern eher Hausbesetzer gibt, ist die Konkurrenz besonders groß. Denn viele Jungtiere des Vorjahres suchen nun ebenfalls eine geeignete Höhle. Der Leopardin spielt das ungemütliche Wetter in die Karten. Sie muss nur die richtigen Höhlen zur richtigen Zeit finden. Diese Gruppe ist auf der Suche nach einer Bleibe, aber die Ferkel sind durch ihre Eskorte zu gut geschützt. Inzwischen hat es aufgehört zu regnen. Noch sind die meisten Kleinen allein in den warmen Löchern. Es gibt allerdings viele davon. Sehr viele. Und nicht in jedes sollte sie ihre Nase stecken. Auch einige Keiler suchen in der kalten Jahreszeit Schutz unter der Erde. Eine unfreiwillige Begegnung könnte für sie sehr schmerzhaft ausgehen. Je wärmer es wird, desto schlechter stehen ihre Chancen, Ferkel allein zu Hause zu finden. Also beeilt sie sich, die letzten Verstecke zu überprüfen. Ein kurzer Test genügt. Hier ist nichts zu holen. Aber sie kennt viele Höhlen in der Gegend. Jetzt sollte sie sich nicht von der Mutter erwischen lassen. Für die Warzenschweinfamilie eine Katastrophe.
Für die Leopardin und ihren Nachwuchs ist das Überleben für ein paar Tage gesichert. Sie macht sich auf den langen Heimweg zu ihrem Sohn, der sie ungeduldig am Bach erwartet. Erneut wird es ein sehr nasser und kalter Nachmittag. Um ausreichend Nahrung müssen sich die Leopardin und ihr Sohn erst einmal keine Sorgen machen. Anders als Grasfresser bekommen die großen Katzen ihren Nachwuchs nicht zu einer bestimmten Zeit im Jahr. Viele der Jungen sterben früh und daher können es sich die Mütter nicht leisten, monatelang bis zur nächsten Paarung zu warten. So können Ausfälle schneller ausgeglichen werden. Der Sohn der Leopardin ist inzwischen alt genug. Das Wetter kann ihm nichts mehr anhaben. Nur in den ersten Wochen besteht die Gefahr, dass kleine Katzen bei längeren Regenperioden lebensgefährlich auskühlen. Seine Mutter darf also ganz entspannt sein. Denn die vielen neugeborenen Jungen der Grasfresser machen ihr das Jagen deutlich leichter. Monatelang werden die beiden nun im dichten Grün verschwinden. Im Schattenreich der Galeriewälder. Doch ihre Geschichte ist noch nicht zu Ende. Viele Gefahren warten auf die Leopardin. Und es gibt neuen Nachwuchs. Ihrem Sohn dagegen steht eine lange und gefährliche Reise ins Erwachsenenleben bevor.